Was ist deine Meinung zum deutschen Rentensystem? Glaubst du, dass Menschen in deinem Alter noch etwas vom eingezahlten Geld wiedersehen werden? Glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Das stößt auf zwei Probleme. Zum einen, das erste Problem ist unser Fiat-System. Es wird alles immer teurer und die Theorie wäre, es müsste in Zukunft immer mehr Steuern eingezahlt werden und immer mehr Geld gedruckt werden, um die Leute, die dann alt werden, mit Geld zu versorgen. Was aber am Ende ja auch dazu führt, dass sich das einfach bepreist im System. Das heißt, die Lösung dieses Systems schon inhärent wäre darauf angewiesen, immer mehr und mehr und mehr Geld zu drucken. Und das wiederum nimmt den Leuten die Kaufkraft, die jetzt aktiv arbeiten, und nimmt auch den Anreiz, Rücklagen aufzubauen und damit auch das Geld in gewisser Form stabil zu halten und auch wertvoll zu machen. Das nächste ist, und das ist das größte Problem, ist der demografische Wandel. Wir sehen, dass die Gesellschaft älter wird. Wir haben immer mehr alte Leute, immer weniger junge Leute, die dafür aufkommen. Das versteckt das Problem halt mal zwei, weil du zum einen eben das kaputtgehende Geldsystem hast und zum anderen nochmal den Effekt zusätzlich, dass die dann noch arbeiten, einfach weniger sind, die für viele Leute aufkommen müssen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das wirkt wie ein Schneeballsystem, wie ein Pyramidensystem, was einfach in sich zusammenfällt. Ja? Und die Frage ist, was man dann macht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist ja auch die große Diskrepanz. In Italien hat die Meloni, die hat ja jetzt das Bürgergeld abgeschafft, was bei denen sowas ist wie so eine Sozialhilfe, so ein Hartz IV. Ein paar einzelne Gruppen kriegen das wohl noch, aber die meisten Menschen kriegen das nicht mehr. Ja, und der eine oder andere Konservative würde jetzt sagen, ja, soll das faule Pack mal was tun für ihr Geld? Die Problematik ist natürlich, das ist nicht so einfach, weil dadurch, dass du Fiat-Geld hast und immer mehr Zentralisierung auf Monopole, definieren die Monopole auch am Ende die verfügbaren Arbeitsplätze. Die haben ja durch ihre Monopolstellung über die Jahrzehnte, dadurch, dass sie ineffizient handeln konnten und Kredite nehmen konnten, alle kleinen Unternehmen verdrängt. Die Folge durch das Verdrängen dieser kleinen Unternehmen war, dass keine Jobs mehr da sind. Das heißt, die Leute haben keine Jobs mehr und kriegen jetzt kein Geld mehr von der Regierung. Das heißt, es ist jetzt doppelt Mist für die. Also die haben jetzt richtig schlechte Bedingungen dort. So, und jetzt ist die große Frage, ja, aber ist es gut, so ein Sozialsystem aufrechtzuerhalten, wenn es sich irgendwann nicht mehr finanzieren lässt? Ähnlich wie mit diesem Rentensystem. Und das ist die Gegenseite, das Gegenstück dieser Problematik. Und zwar ist es ja so, alle europäischen Länder benutzen den Euro als ihre Währung. So, woher kriegt denn Italien das Geld, um diesen Menschen das Bürgergeld zu zahlen? Der eine oder andere würde sagen, ja, von den Steuern. Nein, die Länder nehmen durch Steuern weniger Geld ein, als sie ausgeben. Dann fragt man sich, wie lange geht das gut? Man gibt mehr Geld aus, als man einnimmt. Und die Steuern sind ja schon so hoch. Woher kommt das Geld denn dann? Naja, durch die versteckte Steuer Inflation, also Geldmengenausweitung. Und das macht die EZB und kauft damit italienische Staatsanleihen. Jetzt kommt's. Wir haben aber im Moment eine Geldphase, bei der es einen relativ hohen Zins gibt. Und zwar den höchsten seit 20 Jahren oder so. Das heißt, wenn jetzt Italien in der jetzigen Situation Schulden macht, kann das sein, dass die Zinslast dieser Schulden so groß wird, dass Italien irgendwann weniger Geld einnimmt, als überhaupt diese Zinsen pro Jahr anfallen auf die Staatsanleihen bzw. das gedruckte Geld, womit diese gekauft werden. Also unter Umständen ist die Meloni gerade, und da weiß ich jetzt nicht genau, wie die italienischen Zahlen aussehen, aber es ist eigentlich irrelevant, weil es für jedes Fiat-System gilt, einfach in der Zwickmühle. Sie kann nur begrenzt neues Geld gerade nehmen, wegen den hohen Leitzinsen, kann also nicht weitermachen, ohne Abstriche zu machen, irgendwo. Und die Frage ist, wo machst du Abstriche? Machst du Abstriche bei der Wirtschaft, werden sofort noch mehr Leute arbeitslos. Würdest du das Bürgergeld dann immer noch haben, würde es bedeuten, deine Kostenlast wird wieder höher. Das heißt, die Abstriche, die du in der Wirtschaft machst, bringen dir gar nichts. Lässt das Währungssystem kollabieren. Die Abstriche, die du machst beim Bürgergeld, belastet die Leute, keine Frage, aber die Wirtschaft erstmal nicht. In zweiter Instanz dann schon, weil diese Leute keine Kaufkraft mehr haben und so weiter. Und das ist eine ganz fiese Situation. Das ist eine Deadlock-Situation, wenn man eigentlich so will, und zeigt den Schaden, den Fiat-Geld verursacht, auf lange Sicht. Und das heißt, für die Menschen wird es jetzt heftig. Stellt euch das so vor. Ihr steht vor einem Feld. Ja? Dieses Feld ist in der Lage, Menschen zu ernähren. Und zwar 500 Stück. So, darum gibt es aber jetzt 1000 Menschen. Wie war das möglich? Naja, weil über die Jahrzehnte hinweg durch Shrinkflation, Qualitätssenkung und durch Preismanipulation suggeriert wurde, dieses Feld könne 1000 Leute ernähren. Und das ging auch eine Zeit lang, bis der Boden so ausgenutzt war und sonst was, dass das Feld wieder auf seinen Ursprungszustand zurückkommt und sagt, so 500 Leute mehr geht nicht. Jetzt gibt es aber 1000. Ja, da kann man nicht sagen, lieber Gott, mach wieder
Essen für 1000 Leute. Ressourcen sind verbraucht. Das Fiat-System macht blind für diesen Ressourcenverbrauch. Und das führt genau zu diesem Problem, was wir jetzt gerade sehen. Jetzt haben wir wieder ein knapperes Geld und genau jetzt kommen die Probleme, die werden jetzt sichtbar, dadurch, dass man das Geld knapp gemacht hat, dass nämlich unter einem knappen Geld diese ganzen Sozialleistungen in der Form gar nicht möglich sind und hätte vorher schon die Wirtschaft gar nicht mit diesem lockeren Geld unterstützt werden sollen, weil jetzt hat sich die Wirtschaft auch dran gewöhnt und jetzt kann man gar nicht mehr anders, man kann gar nicht mehr zurück. Ja, ganz, ganz fiese Situation. Und das kann im allerschlimmsten Fall dazu führen, dass Menschen verhungern, dass Menschen nicht mehr wissen, wohin, dass Menschen kein Dach mehr über dem Kopf haben, diese ganzen Schäden. Und wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, in die letzten 2000 Jahre, dann sehen wir, dass es in diesen 2000 Jahren immer wieder der Standard war, ein Fiat-System aufzubauen, was genau nach diesen Mechanismen spielt. Und es gibt nicht ein einziges Beispiel dafür, dass so ein Fiat-System langfristig funktioniert hat und nicht mit dem Schaden gegangen wäre, dass es unzähligen Menschen das Leben gekostet hätte. Klingt grausam, ist das Problem von Fiat-Geld. Ja, und was wir da jetzt gerade sehen, sind die ersten Auswüchse innerhalb der starken Eurozone, die zu solchen Dingen führen. Das kann sich auch wieder wenden in dem Moment, wo der Leitzins runtergeht. Aber ganz ehrlich, der Schaden wird so oder so irgendwann kommen. Wir verschieben ihn durch das Senken des Leitzinses nur in die Zukunft. Das Rentensystem ist ein ähnliches Thema. Wir in Deutschland haben aber noch so eine privilegierte Lage, dass wir sagen, ja, wahrscheinlich für uns wird das alles gar nicht so problematisch, weil die ganzen EU-Länder drumherum, die sind als erstes betroffen. Uns geht es doch am besten mit diesem System. Auch wenn es für uns schon schlimm ist, für die anderen Länder drumherum ist es richtig schlimm. Ja, und da fragt man sich eben so ein bisschen, was könnte die Lösung für das Problem sein? Indem man die Menschen dazu bewegt, selber auf ein knappes Geld zu setzen. Nicht jeder kann das, nicht jeder kann Geld zurücklegen, aber jeder, der das irgendwie kann, hat so die Möglichkeit, sich unabhängig von dem Staatssystem zu machen und sich ein bisschen gegen derartige Schocks zu schützen und vielleicht auch seine ganze Familie mit zu schützen. Hat man in der Familie Leute, die von so einem Bürgergeld abhängig sind, ist man vielleicht irgendwann in der Lage, die irgendwie mitzufinanzieren. Und damit meine ich nicht denen das ganze Leben und pompös und sonst was, aber dass sie zumindest Essen haben, Trinken haben, eine Basis haben, aus der sie sich wieder einen Job suchen können und arbeiten gehen können. Und dafür muss es auch diese Jobs erstmal geben. Das heißt, wenn das Fiat-System aufhören muss, die Wirtschaft mit Geld zu versorgen, hoffen wir, dass das irgendwann passiert und die Wirtschaft sich wieder an Angebot und Nachfrage orientiert. Da wird sich wahrscheinlich auch die großen Unternehmen wieder aufsplitten auf viele kleine Unternehmen und dann hat man wieder eine größere Diversifikation innerhalb des Marktes, innerhalb der Produkte und damit auch wieder viel mehr lokale Arbeitsplätze für die Menschen, die dort leben, wo sie eben leben und dort dann auch arbeiten können. Ja, schwieriges Thema, heftiges Thema. Am Ende, ich würde niemals für eine Meloni oder irgendeinen Politiker die Lanze brechen. Für mich sind das alles Leute, die einfach Teil dieses Fiat-Systems sind. Ich kann verstehen, dass sie Geld einsparen muss, weil es gar nicht genug Geld durch die EZB gibt. Und selbst wenn die Verschuldung dieser Art und Weise das Land langfristig noch mehr kaputt macht. Und auf der anderen Seite halte ich trotzdem nichts von ihr, weil sie auch nur eine Politikerin ist und soweit ich weiß, auch ziemlich, ich sag mal, politisch radikale Sichtweisen hat, die auch nicht unter einen harten Geldethos fallen, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Also schwieriges Thema, ja, wirklich heftig. Ja, und das aber, wie gesagt, trifft theoretisch auch auf unser Rentensystem irgendwann zu und das wiederum kann irgendwann genauso einen Schaden hier verursachen und das kann im schlimmsten Fall zu diesen ganzen schlimmen Dingen führen, zu denen Fiat schon immer geführt hat. Ob es Bürgerkriege sind und Hungersnöte oder all diese Dinge, ne?